So, dann werde ich mal zuschneiden das Papier aus dem Action Cardstock, ne? Dieses grün gewählt, und dann geht's los. So, 16 cm wird dann die Höhe und 19 cm breit, ne? So. Dann wird es noch gefalzt, und zwar an der breiten Seite, oder ich mache erstmal hier die eine Seite, und das ist eben der Boden, ne? Da bleibt es gerade. Dann drehe ich das so, nehme ich 1 cm, dann 9 cm, dann 10 cm und dann 18 cm. Ne? Haben wir diese Falzlinien gezogen. So, und da möchte ich noch eine Mitte ziehen. Das ist Mitte, das ist dann 8 cm, und da möchte ich dann sozusagen bei 4 wäre es, aber ich ziehe dann einfach einen Punkt. Bei 5 wird eine Lochung gemacht, ne? Dann ist es die 4, die Mitte, und hier auch ziehen bei 14 dann auch so eine halben Zentimeter so entfernt, so eine Punkt, einfach, dass ich da weiß, das ist die Mitte. Wie Markierung gemacht, so werde ich dann lochen noch. Ja, und das ist das Teil. Werde ich erstmal jetzt einfach falten. So, einfach die Falzlinien alle nachziehen. Und dann auch der Boden da noch. So, das ist das, und so wird es dann zusammengeklebt, zusammengebaut. Dann brauche ich den Boden, werde ich jetzt einschneiden. Das wird dann bis zu der 1 cm Linie hochgeschnitten. So, und dann schaue ich mal, ob ich da noch was wegmache. Ich glaube, der eine kann ich jetzt da entfernen, die stört. Und das andere, eigentlich ist okay. Könnte man auch ein bisschen einschrägen, wenn man mag, aber muss nicht. So, also, soweit. Habe jetzt das Designpapier mir da jetzt ausgesucht, zugeschnitten. Ich habe so einen alten Block rausgeholt. Habe ich mal ewig schon. Ja, und da habe ich dieses Design. So hübsch. Habe ich zugeschnitten. 14,5 mal 7,5. Ne? Und das wird dann aufgeklebt. Ich dachte, ich klebe es mir erstmal, solange es nicht fest ist.
die Box, ne? Die Verpackung ist immer besser. So, das ist der Boden. Ja, so ist es das. Ja, die Punkte sehe ich dann von der Seite, okay, zum Lochen, und das kommt vorne drauf. Ja, es sind so wie Wasserzeichen Motive noch auf dem karierten Papier. Finde ich echt cool, ne? So, das da. So rum. Und dann kommt auch das noch drauf. Ja. Genau. Kommt hier hin. Das da. So, und da an die vordere Seite mache ich von innen das dran. Ja, ich glaube, es ist okay. Genau. So, dann habe ich die 2 Lochungen für die Schleifen. Ne? So, dann wird es zusammengeklebt. So, dann hier. So, genau. Habe ich es jetzt so. Und dann wird auch der Boden noch verklebt. Viel brauche ich nicht, kann ich einfach. Ich klebe diese Teile ein bisschen Flüssigkleber da rein. Und dann wird hier das dann noch abgenommen und auch schön ordentlich so zusammengesetzt. So, das ist dann die süße Verpackung, ne? Schokoladenverpackung. Habe ich jetzt mir das Band zugeschnitten. Schau mal, wie lang es ist. So circa 60 cm. Und dann wird es einfach durchgefädelt. Hier durch. Schön gleichmäßig. So, dann werde ich die Schokolade erstmal reinpacken. Die Schleife wird ordentlich gelegt. Und dann kommt die Schokolade gerade so hinein. So, dann mache ich hier vorne eine Schleife. Binde ich einfach so wie ich kann und
So, dann ist die Schleife fertig. So sieht dann die Schokolade aus und dann holt man sie so wieder raus und schiebt sie wieder rein. Ne? Echt cool. Gefällt mir. So, das. Ich glaube, ich mache dann den Spruch drauf. Happy Birthday. Bisschen distressen und schön ist es. Mit dieser Sepia-Farbe, dass es so ein bisschen sich einspielt besser. Und das sieht dann so aus. Ja, so eine Idee. Das war's dann. Werde ich noch festmachen. Und die Rückseite. Eine Schokoladenverpackung. Diesmal für den Herrn. So ihr Lieben, das war's dann. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi.